Ja, dann bleibt nur eins, 400 Meter probieren. Das Ding habe ich schon wieder ausgerichtet hier, 400 Meter. Jawohl, 400 Meter mit der kleinen Bergara. 6-fach Vergrößerung und ich kann es hier wieder auf dem Spektiv oder hier auf der Aufnahme super sehen. Der Schuss ist in der Höhe ziemlich gut, ein Hauch hoch, aber ey. Und ein bisschen rechts, also wir haben natürlich Wind, müssen es jetzt auf die 400 Meter schon Wind korrigieren. Ja, ne? das ist definitiv dem Wind geschuldet. Aber das ist unfassbar hier mit der kleinen Kanone. 400 Meter. Ja. Sehr, sehr geil. Ja, und hier mit dem Spektiv, ich habe mal dieses Cover abgenommen, jetzt kann man das sehen hier, wie das aussieht. Das ist super genial zum Spotten. Ja, man kann also die Schüsse hervorragend sehen. Und wie gesagt, gleichzeitig Videoaufnahme machen. Ja, und dann machen wir ein schönes Video hier davon. Versuchen wir noch einen Schritt weiter zu gehen. Du kannst hier beim Bunsi machen, was du willst. Na dann. Wenn du das machen willst, dann mach das. Wobei 500 ist, wenn du das schaffst, dann... Ich hätte jetzt gedacht, wir gehen auf die 600. Warum? Weil der Wind gut ist. Warum? Ach so, du willst direkt von 4 auf 600 gehen. Ja. Ja, dann mach. Verstellen können wir. Mach, was du Die willst. Verstellung funktioniert. Ey, mach, was du willst. Du kannst hier machen, was du willst. Wenn du das willst, dann mach das einfach. Dann gehen wir auf die 600. Ja, dann geh auf 600. Also ein bisschen nach links halten. Habe ich. Alter. Passt. 600 aus dem kurzen Rohr, ne? Ja, Der Lauf. Ey, da ist hast, du echt schon, kurz, ne? da hast du schon mehr gemacht als ich mit dem Ding, glaube ich. Ich habe ein bisschen Wind korrigiert. Ich habe links an der Platte gehalten, aber du siehst, ist rechts, ne? Auf der Platte. Oben rechts. Warte kurz. Ich glaube, dass F noch nicht mal ausreicht. Mit dem Wind gerade. Das kommt sehr viel Wind. Also du musst linke Kante von der Platte F halten. Mindestens. Der ist drauf. Hammergeil. Das ist echt unfassbar, ne? Der ist fast sogar in der Mitte. 700. Das sind 700 Meter, ja. Eine regelrechte kleine Sensation wieder. Ja. Also der Peter hat hier mal gerade eben bis 700 Meter mit der kleinen Bergara geschossen. Das ist, und das haben wir jetzt spontan gemacht, das war noch nicht mal geplant. Ne? Nein. Wir haben eigentlich nur, du hast eigentlich nur die Zeit gefüllt, hier gerade ein bisschen zwischen den Videos mal so ein bisschen zu schießen. Ja, und so geht es immer weiter. Ne? 700 Meter mit einem 6-fach von hier, das ist ein ganz einfaches Glas von DD Optics. Die kleine Bergara, 308. Ja. Ja, also die fliegt so runter. Super geil. Und der Schuss liegt jetzt in der Mitte. Du hast jetzt einen halben Meter in Wind gehalten. Höhenberechnung perfekt. Die Höhenberechnung passt perfekt. Und hier, aber wir müssen sagen, wir haben auch selbst geladene Munition. Ja. Ja, die passt. Macht Spaß, ne? Mega. Hammer. Das ist unfassbar, ey. Super geil. Toll. Wirklich super geil. Jetzt haut er mal eben hier die 700 Meter mit der kleinen Bergara. Ja, dann musst du die 800 auch noch machen jetzt. Also die Höhe passt wirklich, ne? So, Peter für 810 Meter mit der kleinen Bergara. Ah, knapp drüber, rechts. Also ein bisschen mehr Wind halten. Ja? Also wir sind rechts sogar noch vorbei. Rechts oben vorbei, ganz knapp. Ich habe schon stark links gehalten. Ja, das reicht nicht. Wir haben hier Wind und die 308, die ist windanfällig. War drauf. Ja, mega Dong. cool. Also, 810 Meter. Sensationell. Sensationell. Kannst du schön hier sehen, wie er eingeschlagen hat. Und dann ein paar Sekunden später habe ich den Gong gehört. Ja. Geil. Ey. Mega. Wie viel hast du jetzt in Wind gehalten? Wie viele Platten? 2. 2 ganze Platten nebengehalten. Ne? Ja. Krass. Ja. Okay, dann zeige ich euch jetzt nochmal hier das Spektiv im Detail. Schau mal hier. Das ist ein ganz kleines, schnuckeliges Spektiv mit 27-facher Vergrößerung. Wird hier mit einem Stativ geliefert. Man kann das nutzen zum Spotten. Ja? Super genial. Und ich nutze es halt auch zum Filmen. Dafür ist das eigentlich gemacht, weil man kann das super geil in den Rucksack nehmen. Ist super mobil, hier mit dem kleinen Stativ. Und dann mache ich hier einfach den
Adapter drauf, den drehe ich hier fest. Hier mit den 4 Dingern, ganz schnell gemacht. Und dann gehe ich hier in meine Videofunktion und habe auf Anhieb hier ein super Bild. Dann kann man das noch hier natürlich fokussieren in der Schärfe. Ja, und jetzt habe ich hier gerade, was habe ich hier? Einen Termitenhügel, glaube ich, habe ich hier anvisiert. Ja. Also weiß nicht, ob du das so scharf kriegst. Und dann nehme ich hier mit der Videofunktion einfach das Video auf. Und wenn ich jetzt schießen will, ja, oder jagen gehen, wenn ich jetzt jagen gehen würde und ich wäre selber auf dem Hochsitz, ja, jetzt kommt der Rehbock und ich möchte das gerne filmen, dass ich meinen Abschuss habe, stelle ich mir eine Kamera hier hin auf dem Stativ, filme mich selber und filme hiermit den Abschuss. Und dann kann ich das später in dem Videoschnitt zusammen machen und habe ein super cooles Jagdvideo. Ja? Also gar nicht so schwer. Man muss natürlich immer die richtige Technik haben. Und hier dieses kleine Spektiv ist also wirklich eine neue Errungenschaft in meiner Ausrüstung. Für Jagen, wie gesagt, genial. Wir nutzen es hier für Schießen. Und für Schießen ist es super cool, weil wir eben auch sehen und hier gucken können, wo der Schuss lag auf 800 Meter. Okay.